Da wir nun schon seit über 8 Jahren mit einem Faltcaravan in den Urlaub fahren, habe ich in dieser Zeit auch immer wieder einmal Tipps gegeben und Tricks gezeigt, die das Campen mit einem Zeltanhänger, insbesondere natürlich dem von uns genutzten Camplet, erleichtern. In der Zwischenzeit sind auch wieder einige dazugekommen, nicht zuletzt aufgrund von Anpassungen an den bestehenden, aber auch neuen Camplet-Modellen. Weshalb es für mich die ideale Gelegenheit ist, all die Tipps und Tricks endlich einmal in einem Video zusammenzufassen. Beginnen möchte ich mit den Tipps, welche sich auf alle Camplet-Modelle anwenden lassen, darunter größtenteils auch Zeltanhänger, welche schon etwas älter sind. Angefangen mit meinem persönlichen Lieblingszubehör seitens Camplet, nämlich dem Leichtbaudachgepäckträger. Wir haben diesen vor 5 Jahren beim Umstieg auf den Camplet Passion gekauft und seither hängt bzw. liegt dieser ununterbrochen auf dem Deckel unseres Zeltanhängers und beherbergt diejenigen Campingutensilien, welche wir auch abseits unserer Campingabenteuer nutzen und somit nicht permanent im Zeltanhänger verstaut sind. Dazu zählen beispielsweise unser großer Campingtisch, die 4 Campingstühle und unsere nicht mehr wegzudenkende Hängematte. Das Praktische an diesem Dachgepäckträger ist nämlich, dass dieser nach dem Aufklappen des Zeltanhängers automatisch zu einem zusätzlichen Stauraum unter dem linken Doppelbett des Camplet-Faltcaravans wird, auf welchem von außen zugegriffen werden kann. Beispielsweise um alle leeren Transporttaschen für das Campingzubehör während des Urlaubs zu verstauen. Ebenso praktisch, allerdings noch nicht ganz so lange erhältlich und somit nur etwas für neuere Camplet-Besitzer, ist der neue Deichselkasten. Zugegeben, ich war anfangs auch eher skeptisch, unter anderem da dieser etwas kleiner geworden ist und keine integrierten Schubladen mehr besitzt. Allerdings gibt es eine Funktionalität, welche auch mich mittlerweile vom Gegenteil überzeugt hat. Und zwar lässt sich der komplette Deichselkasten durch das Lösen von 4 großen Schrauben im Inneren der Box jederzeit von der Deichsel des Zeltanhängers lösen und so während dem Urlaub als Schrank im Faltcaravan weiter nutzen. Dadurch spart man sich den Transport, das Gewicht sowie den Aufbau eines separaten Campingschranks für mehr Stauraum im Zelt. Wenn man mich früher gefragt hat, was denn der mühsamste Part des Faltcaravan-Campings ist, dann habe ich jeweils auf das Einschlagen der Heringe verwiesen. Doch seit 2021 sind auch wir vollständig auf Tellerkopfschrauben umgestiegen, welche bequem mit einem Akkuschrauber in 0, nichts rund um das Zelt in den Boden gejagt werden können. Im Gegensatz zu ihren oftmals beworbenen Kunststoffkollegen sind handelsübliche Tellerkopfschrauben quasi unzerstörbar und können es so auch mit härteren Böden aufnehmen. Wenn die dadurch gewonnene Zeit beim Auf- und Abbau noch nicht überzeugt, der wird sich spätestens am Tag nach dem Aufbau darüber freuen, dass das Handgelenk nicht schmerzt. Ich werde immer wieder gefragt, wie ich den Kunststoffboden im Hauptzelt verlege, welcher beim Camplet im Gegensatz zu den meisten anderen Zeltanhängern mittels Klett anstelle von Reißverschlüssen angebracht wird. Dies hat nämlich den Vorteil, dass man die Bodenplane den Unebenheiten des Untergrundes anpassen und das Zelt auf verschiedene Arten abspannen kann. Ein Punkt, auf den ich später in diesem Video noch zu sprechen kommen werde. Der Kunststoffboden wird an der Zeltfront links und rechts mit den entsprechenden Ösen gesichert und danach der Bereich zwischen diesen beiden Punkten möglichst glatt an der Zeltfront angebracht. Anschließend nehme ich unseren Besen mit Gummiborsten zur Hand und streiche die Bodenplane möglichst glatt zum Schlafbereich und den beiden Seiten, sodass möglichst keine Falten entstehen. Als kleiner Bonustipp empfehle ich am Ende noch einen passenden Teppich von Isabella auf den Kunststoffboden zu legen, welcher Schmutz und Staub hindurchlässt, sodass man auch mit Kindern in der Nähe eines Sandstrands während dem Urlaub nicht mehr putzen muss, sondern am Ende einfach nur die Bodenplane ausschüttelt, bevor man diese für die Heimreise verstaut. Meine Frau und ich sind beide über 1,80 groß und haben somit beim Anbringen des Sonnendaches beim Camplet North und Passion einen leichten Vorteil. Beim Camplet Earth mit seinem noch höheren Giebeldach hatte hingegen selbst ich zuerst keine Ahnung, wie ich nun genau den Reißverschluss über das komplette Dach hinweg schließen soll. Doch auch dafür gibt es einen einfachen Trick, und zwar verfügt der entsprechende Reißverschluss über eine Öse, an der man ganz einfach temporär eine der im Lieferumfang enthaltenen Sturmleinen befestigen kann. Nun den Reißverschluss so weit wie möglich schließen und dann das Seil einmal über das Hauptzelt zur anderen Seite werfen, womit man anschließend den Reißverschluss über das komplette Dach auf die andere Seite ziehen kann. Sämtliche Camplet-Modelle verfügen jeweils über eine eingesetzte Mittelstange, welche das Dach von der Zeltfront hin zu den Schlafkammern auf Spannung hält. Diese ist ideal, um diverses Campingzubehör wie Hakenleisten, Deckenventilatoren, Lampen oder Stromleisten anzubringen. Und diejenigen, welche ein Camplet-Modell gewählt haben, bei dem sich auch noch die Seitenstangen nach oben in eine fast horizontale Position schieben lassen,
können diese gleich auch noch für das Anbringen von Organisern und Hängeschränken nutzen. Letztere können praktischerweise bereits zu Hause vollständig beladen und später auf dem Campingplatz nur noch ans Gestänge gehängt werden. Allerdings sollte man es mit dem Gewicht nicht übertreiben. In unserem Falle hängen links und rechts jeweils 2 Hängeschränke und ein Top-Organizer am Campbell, welche pro Seite maximal 10 bis 15 Kilogramm auf die Waage bringen. Neuere Campbell-Modelle verfügen übrigens zudem über diese schwarzen Handschlaufen, um das Zelt beim Aufbau einfacher zu sich ziehen zu können. Diese kann man natürlich auch gleich nutzen, um die Hängeschränke darin einzufädeln, damit sich diese trotz des leichten Gefälles des Gestänges während dem Urlaub nicht mehr groß bewegen können. Denjenigen, welche wie wir einen Campbell Passion besitzen und die Küche mehrheitlich draußen nutzen, denen empfehle ich, das Hauptzelt auf der Küchenseite ganz eng an den Anhänger abzuspannen. Dies sorgt automatisch dafür, dass das Zelt direkt über dem Scharnier der Heckklappe zu liegen kommt, wodurch man die Seitenwand fast lückenlos schließen kann, wenn draußen das Wetter tobt oder man generell diese Seite trotz Außenküche lieber geschlossen halten möchte. In diesem Falle ist es natürlich praktisch, wenn die Bodenplane über einen Klettverschluss verfügt, da man diese entsprechend an die engere Abspannung des Zeltes auf der Küchenseite anpassen kann. Aus mir unerklärlichen Gründen verfügt nur der Campbell Passion auf der Küchenseite über eine integrierte Durchführung für ein Stromkabel, von der man natürlich auch entsprechend Gebrauch machen sollte. Bei den anderen Modellen kann man sich selbstverständlich einen beliebigen Weg unter dem V-Streifen oder durch den Reißverschluss der Bodenschürze bahnen. Ich persönlich bevorzuge allerdings die dedizierte Lösung beim Passion. Auch der Campbell Earth hat so seine Eigenheiten. Aufgrund des Giebeldachs hat die Verbindungsstange, welche man vor dem Herausziehen des Zeltes einsetzen muss, eine Dreiecksform und lässt sich dadurch nicht ganz so einfach einsetzen wie bei den Modellen mit einer geraden Stange. Allerdings kann man das seitliche Gestänge auf beiden Seiten etwas über den Anhänger hinaus ziehen, sodass diese zur Mitte entsprechend nach unten fallen. Dadurch entsteht automatisch eine Dreiecksform, in die man die Verbindungsstange des Earth einfacher einsetzen kann. Obwohl ich persönlich etwas neidisch auf das komplett schließbare Küchenzelt des Campbell Earth bin und mir sowas auch für den Passion gewünscht hätte, ist dieses leider nicht über jeden Zweifel erhaben, denn das Küchenzelt verfügt über keinerlei Gardinen, wodurch man beim Vorbeilaufen jederzeit ins Hauptzelt hineinsehen kann. Aus diesem Grund ist man fast schon gezwungen, die entsprechende Seitenwand auf der Küchenseite nicht komplett zu entfernen, falls man beispielsweise abends beim Umziehen doch noch etwas Privatsphäre haben möchte. Damit man diese Seitenwand quasi als Tür zum Küchenbereich nutzen kann, empfiehlt es sich, diese in offenem Zustand direkt am Gestänge des Küchenzelts mittels eines sogenannten Bongo-Tie oder Bungee-Ball zu sichern. Diese Dinger sind auch sonst in einem Zelt mit Gestänge unheimlich praktisch, beispielsweise für die Kabelführung, weshalb auch wir immer eine Tüte davon dabei haben. Das waren sie also, meine Tipps und Tricks in Sachen Campbell Faltcarvan. Falls du übrigens noch weitere kennst, dann schreib diese unbedingt in die Kommentare, damit nicht nur ich, sondern auch alle anderen Camperbesitzer künftig davon profitieren können. Hier oben gäbe es sonst auch noch das komplette Campbell-Aufbauvideo in Echtzeit, welches ja quasi auch ein riesiger Tipp für alle Campbell-Besitzer ist, die Zeit beim Aufbau sparen möchten. Ansonsten bis zum nächsten Video und weiterhin frohes Campen.